Unterwegs mit Ralf auf Spur, dessen Filmzubehör in der Natur von Kameras zum Mikrofon zeigt uns alles ohne zu schonen. Mit Know-how startet er, testet Outdoor-Ausrüstung, immer mehr von Zelten zu Wanderschuhen, prüft alles, damit wir es nicht tun. Ja, hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich erweitere meine Möglichkeiten mit dem RF 100-400 f5.6 bis 8. Das Objektiv ist nicht besonders lichtstark und wird eigentlich angepriesen als Reiseobjektiv. Ihr wisst, ich bin viel unterwegs, mein Kanal heißt auch Unterwegs mit Ralf. Ist für mich also genau das Richtige. Ich werde es mal austesten, schauen, ob es meine Möglichkeiten erweitert. Ich habe schon mal drauf gemacht auf meine Kamera. Ich werde jetzt testen mit der R7, also mit APS-C Format. Die Canon R7 ist ja meine Reisekamera. Meistens beim Wandern habe ich dann das 1850 drauf. Ist relativ leicht, die Kombi, die kann ich die ganze Zeit in der Hand tragen. Nun werde ich meine Möglichkeiten erweitern. Zuerst schauen wir uns das Objektiv mal an. Es ist schön leicht. Ich habe jetzt hier schon mal eine Streulichtblende aufgebracht. Die ist original im Lieferumfang nicht dabei. Und dann schauen wir uns das Objektiv mal ohne an. Also, wir haben den klassischen Zoomring, wir haben den Autofokusring und wir haben bei Canon diesen dritten Zusatzring, wo ihr die Belichtungskorrektur oder ähnliches mit einstellen könnt. An Schaltern ist nur das Notwendigste dran. Wir schauen mal hier auf die Seite. Einmal ein Schalter für den Autofokus ein- oder aus und einmal für den Bildstabilisator. Auf der anderen Seite, ich hoffe man kann das auch gut erkennen, ist nur noch ein Schalter, um die Zoom-Funktion zu locken. Also ein Lockschalter. Den Lockschalter habe ich ehrlich gesagt noch nie gebraucht. Ich habe das Objektiv, als ich es drauf gemacht habe, den Lockschalter also entriegelt und das ist so gut verarbeitet. Das bleibt an der Stelle, wo es ist. Ja, vielleicht später mal, wenn sie die Mechanik ein bisschen lockert, braucht man ihn. Aber die Bauqualität von diesem Objektiv ist so gut, dass man ihn eigentlich jetzt in dem Zustand nicht braucht. Zu den technischen Daten. Ja, ich will jetzt kein technisches Review machen. Ich blende vielleicht mal die ein oder anderen technischen Daten ein. Das Wichtigste für mich ist eigentlich, dass das Objektiv relativ leicht ist. Ja, das wiegt so 650 Gramm, glaube ich, in der Dreh herum. Also man kann es durchaus in der Hand tragen und aus der Hand benutzen. Dafür spricht auch, dass ein vernünftiger Bildstabilisator drin ist. Ich werde jetzt nicht die tollen Charts machen für euch, sondern ich bin der geneigte Anwender. Ich werde die Praxis ausprobieren mit diesem Objektiv und wir schauen uns zum Schluss mal die Ergebnisse an. Für mich gibt es ja eigentlich zwei Felder. Einmal die Fotografie, die ist nicht ganz so wichtig für mich. Ihr wisst, ich mache mehr Video, also werde ich auch versuchen, mit dieser Kamera das eine oder andere Video zu machen und schauen, wie das Ergebnis ist. Ja, ich muss euch gestehen, die Video habe ich schon vorbereitet. Ich war ja mal kurz an der Nordsee, ich weiß nicht, ob ihr das Video dazu gesehen habt. Da habe ich das Objektiv schon mal auf die Videotauglichkeit ausprobiert und das schauen wir uns jetzt an. Wir gehen heute zum Langwaler Grodden und wir hoffen, dass wir so ein bisschen Naturerlebnis haben. Ich habe das große Rohr drauf und vielleicht finde ich ja den einen oder anderen Seevogel. Bisher hat man noch nicht so viel Glück, aber heute sind wir optimistisch. Beginnen wir mal ganz einfach mit 100 mm Brennweite. Das ist easy aus der Hand zu halten. Keine Verwacklung, alles super. Bildqualität auch 1A. Wir erhöhen gleich den Schwierigkeitsgrad und gehen auf die 400 mm Brennweite, weil wir wollen ja Seevögel fotografieren. Und hier haben wir als erstes mal ein wunderschönes Exemplar von einem Rotschenkel. Der Hintergrund ist auch sehr schön freigestellt, aber ihr seht schon, ich habe das mal extra nicht zusätzlich stabilisiert im Video. Bei 400 mm fällt es mir schon sehr, sehr schwer, die Kamera ruhig zu halten. Und noch ein kleiner Makrotest. Dieses wunderschöne kleine Marienkäfer kann man auch wunderbare Aufnahmen machen. Fehlt noch der große Bereich der Fotografie.
Dazu werde ich mich jetzt auf die Strümpfe machen und wir gehen raus in die Natur und werden ein paar schöne Fotos machen. Auf geht's, wir ziehen los und ihr kommt mit. So, jetzt habe ich mich auf die Socken gemacht. Objektiv ist drauf. Wir wollen heute sehen, ob wir das eine oder andere schöne Foto machen können. Deshalb bin ich ganz früh los. Und zwar bin ich hier, ihr seht erstmal ganz viel Wiese. Ich bin hier in Blankensee. Im Blankensee, der hat einen schönen See, wie der Name schon verrät. Und da kann man hoffentlich den einen oder anderen Wasservogel finden und schauen, was das Objektiv so abliefert an Performance. Vielleicht noch ein Praxistipp für euch. Wenn ihr mit so viel Brennweite fotografiert, macht ein stabiles System, nehmt die Hände nah an den Körper, fasst das Objektiv möglichst weit vorn an, dann scheitert das gute Foto wenigstens nicht am Verwackeln. So, ich habe jetzt auch mal den Autofokus getestet bei voller Brennweite. Also der ist ziemlich rasant und für ein Objektiv in der Preislage super schnell. Das Fokussieren von Vögeln im Flug ist auch gar kein Problem mit der Canon R7 und dem RF 100-400. Super, ich werde euch dann mal die Ergebnisse einblenden. Das einzige Nachteil hier am Blankensee ist, man hat so ein bisschen Fluglärm von der BER, aber die Vögel stören sich nicht dran, sollten wir es eigentlich auch nicht tun. Was ich euch aber eigentlich jetzt sagen wollte ist, dieses Objektiv hat leider keinen Fokuslimiter, sodass ich einstellen kann, in welchem Bereich ich fokussieren will, also zum Beispiel 5 Meter bis unendlich oder nur den gesamten Bereich. Das ist schade und das schränkt ein wenig ein, aber man darf nicht bedenken, das ist ja ein Low-Budget-Objektiv. Ja, ich hatte jetzt ein paar schöne Überflüge von einem Milan und konnte ein paar schöne Fotos machen. Hab die mir jetzt auf dem Display mal kurz angeguckt. Das Objektiv ist soweit super in Ordnung. Aber mir scheint so, der letzte Tacken Auflösung scheint dann doch bei dem Objektiv nicht da zu sein. Aber klar, wenn es die gleiche Leistung bringen würde wie ein super Teleobjektiv für 5.000 oder 6.000 Euro, was würde es Sinn ergeben? Die Aufnahme auf dem kleinen Display von der Kamera ist ja schon okay, aber wir schauen uns das ganz gern mal im Großen an, mal sehen, was wir hier so zustande gebracht haben. Und hier habe ich gleich ein Bild erwischt, ja, super scharf geworden, könnte man gut gebrauchen. Das ist für dieses Objektiv durchaus in Ordnung. Es fehlt so einen letzten Tick Auflösung an der Zeichnung. Das kann mein 70-300 EF-L besser, aber das darf man auch nicht direkt so vergleichen. Das wäre relativ unfair an der Stelle. Was mich noch interessiert, wäre nicht nur der Kormoran, sondern ich würde ja auch gerne mal wissen, wie hat er denn beim Milan abgeliefert. So, sehr, sehr viele Bilder gemacht. Schauen wir einfach mal das hier an. So, 50%. Ja, das ist gut. Für die Bedingungen, ja, kopfüber, ISO 5000, eine 1600stel und das Bild ist jetzt noch völlig unbearbeitet. Das ist vollkommen okay für ein Objektiv in der Preislage von 650 Euro.
So, ich werde jetzt mal eine Reihe testen, indem ich unterschiedliche Zeiten probiere bei Endbrennweite, also bei 400 mm, und schauen, ab wann ich das noch ruhig halten kann und wann nicht. So, wir sitzen jetzt wieder vor unserem PC zu Hause und schauen mal an, welches von diesen Bildern mit welcher Zeit noch in Ordnung geht. Wir fangen mal ganz einfach an. Angefangen habe ich mit einer 640. Die 640. ist klar, Hand, also Faustformel, wie man sagt, 1 durch Brennweite, 400 mm mal dem Faktor 1,6 ergibt ungefähr 640. Jetzt nicht ganz genau. Aber das sollte man also auch ohne Bildstabilisator gut hinbekommen. Jetzt schauen wir uns das mal an. 50%. Ja, super scharf. Kann man gut gebrauchen. So, wir wollen mal nicht alle Zeiten durchgehen, sondern gleich mal, wo ich hier an der Übersicht erkennen kann, wo es denn vielleicht schon mal schlechter wird. Ich nehme jetzt mal hier eine 200. Eine 200. Immer noch super, klare Kante, gut zu erkennen. Kann man also außer Hand noch super halten. Gehen wir gleich mal eine ganze Ecke runter. Gehen wir mal auf 100. Wieder 50%. Und hier sieht man schon, hier habe ich verwackelt. Das konnte ich nicht mehr ruhig halten. Entweder musste ich atmen, was durchaus mal vorkommt, oder aber 100 ist schon zu wenig. Aber wir gucken noch mal weiter. Vielleicht war das eine Ausnahme in der Reihe. Wir gehen jetzt mal gleich auf ein 80. Ja, aber hier sieht man auch, die Kanten sind schon unsauber. Es wird nicht besser. Gehen wir noch mal eins nach oben, eine 125. Ja, die ist auch schon ein wenig unscharf. Also mein persönliches Limit liegt wahrscheinlich bei einer 160. Gucken wir da noch mal rein, aber das habe ich in der Vorschau schon gesehen. Ja, ist auch nicht mehr die idealste Kante, aber durchaus brauchbar. Mit der Nachbearbeitung kriegt man ja noch die eine oder andere Verbesserung hin. Also eine 160. kann ich mit dem Objektiv noch aus der Hand gut halten. Also der Stabilisator tackert das Bild richtig fest. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Blendenstufen er hat, aber er macht seinen Job gut. Ja, das Wetter zieht sich jetzt leider zu. Es macht keinen Sinn mehr hier. Aber wir wechseln jetzt noch mal kurz die Location, denn ich würde gerne noch mal die Makrofähigkeit des Objektivs testen. Deshalb suchen wir uns mal eine schöne Wiese, wo wir das ein oder andere Insekt finden. An diesem speziellen Rosenkäfer schauen wir uns mal die Makrofähigkeit dieses Objektivs an. Also alles aus der Hand, nicht schimpfen, wenn es so sehr wackelt. Zwischendurch muss ich atmen und sprechen. Das funktioniert nicht so gut mit der langen Brennweite. Und da die Bilder so schön sind, zeige ich euch nochmal das ein oder andere Bild. Ich hoffe, ihr habt Freude dran. Und ich habe euch auch ein bisschen in das Licht geführt. Eins dieser Bilder ist mit dem Handy aufgenommen. Ihr dürft gerne raten, welches. Ja, ich denke, die Qualität der Bilder im Makrobereich ist so auf dem Monitor gar nicht rübergekommen. Deswegen habe ich jetzt nochmal mein Bildbearbeitungsprogramm bemüht, um euch mal zu zeigen,
auch in einer 50% Auflösung oder vielleicht sogar einer 100% Auflösung, welche Qualität dieses Objektiv in diesem Nahbereich bringt. Ich bin sehr überrascht. Das sind durchaus brauchbare Sachen. Und ich kenne wenige Objektive, die so gut abliefern an der Stelle. Fazit, liebe Freunde, Fazit. 650 Euro, 650 Gramm. Das ergibt bei Canon ein super Reiseobjektiv. Es hat Stärken, es hat Schwächen, aber die Stärken überwiegen an der Stelle. Es ist wirklich leicht für ein super Tele. Man kann es immer dabei haben, man kann es aus der Hand führen. Ist ein wirklich super Reisebegleiter. Der Bildstabilisator tackert das Bild ordentlich fest. Die Bildqualität gerade im Nahbereich ist wirklich super. Das letzte Quäntchen an Auflösung fehlt. Man sieht es an der Federzeichnung bei den Vögeln. Okay, das Objektiv ist ein Kompromiss und es ist für diesen Preis wirklich hervorragend. Würde ich es empfehlen? Ja, natürlich. Wenn ihr ein leichtes Reise-Teleobjektiv haben wollt, kauft das Canon RF 100-400. Ja, liebe Freunde, das war alles an Informationen. Ich hoffe, das Video war nützlich für euch. Euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Und wenn ihr den Daumen schon mal in Bewegung habt, schreibt fleißig Kommentare. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao, liebe Freunde. Unterwegs mit Ralf auf Spur, dessen Filmzubehör in der Natur, von Kameras zu Mikrofon. Zeigt uns alles ohne zu schonen. Mit Know-how startet er, testet Outdoor-Ausrüstung.